So, Moment. Nein. Nicht die Musik abspielen. Dankeschön. So. Alles klar. Hört man mich? Sieht man mich? Ich hoffe es doch. Test 1, 2. Ja, müsste hinhauen. Aber meine Stimme ist noch ein bisschen heiser. Ich habe vorgestern habe ich ein bisschen übertrieben. Hab ein bisschen zu hart was eingesprochen. Da muss ich mich noch von erholen. Natürlich hat mein Bot erstmal wieder noch keine Sachen gepostet in Announcements. Aber das wird schon noch. So, ich muss mich sowieso erstmal wieder einfinden. Ich habe das jetzt, letztes Mal getestet, aber nicht viel. Und stürzt es ab? Bitte nicht. Oh, komm schon. Ich meine, die Übertragung geht noch, aber dieses Programm scheint abzustürzen. Ja, das war irgendwie komisch. Gut, ich starte das schnell neu. Das ist eigentlich nur der Ton, das ist also nicht so wichtig, aber das Programm stürzt gerne mal ab. So, jetzt ist es wieder an, gut. Gut, dann fange ich mal offiziell an. Hi, OceJosh hier und willkommen zu meinem 227. Stream. Ich bin OceJosh und heute habe ich mich entschieden, Metal Gear Solid 3 zu spielen. Ich habe das schon sehr lange vor. Ich habe früher mal Metal Gear Monday gemacht, aber ich weiß nicht, ob sich das so bei diesem Spiel lohnen wird, da das nicht allzu lang geht, wenn man sich nicht blöd anstellt. Deswegen dachte ich mir, ich mache es einfach mal an einem Freitag, an einem Wochenende. Aber das ist auch eine Gelegenheit für mich, mal meine Capture-Card ein bisschen wieder anzuschmeißen, weil ich spiele es über die Playstation, ne? Und war gar nicht mal so einfach, das einzurichten, weil die Playstation 3 hat so einen Schutz drin. Dieser Schutz, der macht es so, dass man nichts übertragen kann. Da musste ich mir einen HD-Splitter holen, HDMI-Splitter. Aber ja, ich hoffe, das wird ganz lustig, das wird vielleicht ganz spaßig, mal sehen. Ich fange einfach mal an. Ah ja, und es gibt eine Menge Cutscenes, also ich weiß jetzt nicht, ob ich die schon... Ich glaube, ich lasse die laufen, das ist ja fast, also typisch bei so Hideo Kojima-Spielen, wo das praktisch ein Film ist. Aber ich denke mal, ich werde das laufen lassen. So, dann dauert das Spiel auch nicht, dann dauert es auch was länger, wenn man die Cutscenes laufen lässt, also. So, jetzt kann ich hier einstellen, so, ich spiele zum ersten Mal Metal Gear Solid, mir gefällt Metal Gear Solid 1, 2 oder 3. Das hat jetzt nicht so eine große Auswirkung aufs Spiel, aber ich mache einfach mal, mir gefällt Metal Gear Solid 3, es ändert sich wirklich nicht viel, also. Deswegen gehe ich mal hier mit. Normal einfach sehr schwer. Ich spiele erstmal auf normal. Wenn ich das nochmal streamen sollte, gehe ich vielleicht ein bisschen höher, wenn es gut ankommt, aber ich guck mal. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. So, ich check noch schnell, ob man den Text gut lesen kann und so. Hi Lilly. Was geht? Hat der Bot gepostet? Okay. Jo, ich habe gerade erst angefangen zu streamen. Ist alles fit? Ach, bei dir ist auch alles fit? Super. Ich lasse die Cutscenes halt laufen, also. Good, we've got high visibility. Ach, du hast jetzt dein neues Handy? Nehme ich mal an. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask.
Does this panty waste know what he's doing? Das sind jedenfalls die Origin Stories von Big Boss. Hey, are you deaf? So hat das alles angefangen. Ich freue mich. Ich weiß nicht, wie ich mich anstellen werde, aber ich freue mich. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Das ist auch so ein Spiel, wo ich mir denke, das könnte ein Remake vertragen. Ja, nicht, was habe ich das zuletzt gespielt? Ich habe letztens einen Test gemacht, das war vor 2 Monaten. Oder einem, ich weiß nicht mehr. Aber so richtig gespielt, ist ein bisschen länger her, glaube ich. Ich meine, okay, mit getestet heißt, ich habe es durchgespielt. Aber ich... Aber ich habe halt jede Cutscene übersprungen. Ich wollte halt nur mal gucken, wie das auf der Aufnahme aussieht und so. Zum ersten Mal war das ungefähr 2004 oder 2005. Ich denke mal 2004. Da, wo das rauskam. Das ist auch schon eine ganze Weile her. Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. Man muss auch so ein bisschen interessiert an so ein bisschen Politik sein, um die Story mitzuverfolgen. Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, Ich glaube, ich mache das mal ein bisschen lauter. about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. Ja, so. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov? Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin into orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall. Sokolov geht es nämlich hier in der Mission. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba.
The president demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships Ja, Politikgeschichte der 60er. towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba, and so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its Wolfboy, hi. IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. Ja, das ist alles Fantasie. Das haben die sich für das Spiel ausgedacht. Aber das mit der Cuban Missile Crisis, das stimmt alles. Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No. According to our intelligence, he's in Selinoyarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. Und da wird man hingeschickt. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selinoyarsk in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the west. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Just Husky. Okay, du hörst mich nicht. Okay. Alles gut. Moment, dann schreibe ich in den Chat. Once we confirm the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talon?
She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. Alright. Wie er schon gesagt hat. Oh, jetzt stürzt das Programm wieder ab. Oh, nicht dein Ernst. Oh mein Gott. Ja, ich weiß nicht warum. Also ich mach's schnell wieder. Man sieht ja noch, man hört nur jetzt noch nichts. Moment. Geräusche imitieren. Okay. Ja, er ist gelandet und hat seinen Rucksack verloren. So viel dazu. Character reveal. David Hayter. I wonder who that is. Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training. I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. So ist es. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No. There's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Gotcha. Back to the subject. How exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah. About the backpack. I lost it in the tree Diese on the way Stimme. down. I see. Well, you'd better go back and get it then. Ja. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. Keine Sorge. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. Keine Sorge, nicht jede Cutscene ist so lang. Das sind so am Anfang sind die, so die längsten und später sind die nicht mehr ganz so lang. Also nicht alle. So, jetzt kann ich mich zum ersten Mal bewegen. Haha, jetzt geht's los, super. Also, time to get my backpack. Yo, boah, ich freue mich. Das ist so lang her. Aber ich merke schon, die Steuerung, die hat ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich merke schon. Dazu kommt, dass mein Controller nicht der neueste ist. Ich musste schon eben einen anderen anschließen. Weil der alte, den ich hatte, der war irgendwie so kaputt. Der hat ständig irgendwelche Inputs gemacht, ohne dass ich was gedrückt habe. Aber ja.
Die Gimmick von diesem Spiel ist es, du bist im Dschungel und musst dich selbst versorgen. Ne? Du hast da oben eine Stamina-Anzeige und die geht immer weiter runter, basierend darauf, wie man sich anstrengt und basierend darauf, was man macht. Und dann ist hier zum Beispiel eine Schlange. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, mit meinem Messer die zu schneiden. Und dann habe ich eine Schlange, die ich essen kann. Und das füllt dann meine Ausdauer auf. Und diese Sachen, die man sammelt, die können vergammeln, je nachdem, wie lang man spielt. Die haben alle so einen festen Timer. Also Fleisch vergammelt relativ schnell, Fisch noch schneller. Dann gibt es Sachen, die gar nicht vergammeln, so Konserven und so ein Zeugs. Aber ja, es ist basically so gemacht, dass man versuchen muss zu überleben. So. Das ist halt so ein Sneaking Survival Game. Ne? Also nicht wirklich Survival, aber hauptsächlich geht es auch darum, so ein bisschen so Selbstversorger zu sein. So, jetzt habe ich eine Schlange. Und jetzt hole ich erstmal den Rucksack. Ich habe das jetzt erklärt, weil sobald ich den Rucksack sammle, kommt wieder ein langes Gespräch über Codec. Und ich wollte die Zeit nutzen, mich mal ein bisschen zu bewegen. Da wird nämlich in der nächsten Szene auch ein bisschen beschrieben, die Geschichte zwischen ihm und seinem Mentor. Here we go. I got my backpack. So what do I do now? I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. For other equipped items, just do the same thing from Item. Got it. Use Got the it. survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your Dann wounds wackelt man won't an der heal as Waffe. smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the Ich suppressor bin ein will bisschen über dem Text deteriorate drüber. every time you fire. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. So ist es. Ghost Snake in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Sodass man sich selbst Use it if umbringen you're kann. taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So how do I come back to life? Just take the revival pill. Beste Aussage. Put my tooth before Wie belebe ich mich wieder? Ja, nimm einfach die That's the one. Wiederbelebungspille, Be wenn du careful. tot bist. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She?
Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call Natürlich. you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? Yes. A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. Boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. Und die beiden sind It's me. close wie nichts anderes. So Mentor und Schüler. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think?
The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake. Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit. A group of heroes that brought the war to an end and saved the world. Ja, die spielt auch noch eine If you've Rolle. got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Ja, total. Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. The Boss ist And one more thing, boss. an zweiter Yes. Stelle ein It's Philosoph. good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC. Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the Major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Und da muss man hin. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Ja, ich versuche darauf zu achten, dass das eine Stealth-Mission ist. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Knife, gun. Gun, knife. Knife, gun. Okay. Commencing virtuous mission now. Okay, los geht's. Jetzt habe ich auch mal ein bisschen mehr Gameplay. Ja, also man könnte sagen, Metal Gear Solid ist eine einzig große Militär. Ja, es ist eine Antikriegsspiele sind das, you know? Also es wird viel darüber philosophiert, was Krieg ist, was ein Soldat ist, was deine Mission ist. Natürlich gibt es noch andere Themen, wie zum Beispiel im ersten geht es über, was dich ausmacht, deine Genetik. Im zweiten Spiel ist die Thematik, was von dir übrig bleibt, dein Gedankengut, was du der Welt hinterlässt. Jedes Spiel hat da so seine eigene Philosophie. Im fünften Teil ist die Thematik Revenge, dass Gewaltfantasien einen Menschen ekelhaft machen, innerlich und äußerlich. Ja klar, sehr aktuelles Thema. Also gerade mit der Ukraine gerade. Krokodile. Ah. So how do they taste? Das Ding ist, das ist es. Du kannst alles essen in diesem Spiel. Jedes Tier, fast jedes Tier. Also nicht alle. Hunde kann man nicht essen. Aber ich könnte mir jetzt hier ein Messer in den Kopf werfen. Stechen. Mach ich mal. Zack. Ah, daneben. Ich will nicht, dass ich gebissen werde. Okay. Jetzt habe ich 3-mal Krokodilfleisch. Und jetzt könnte ich zum Beispiel hier Paramedic anrufen und... Ah, und da war noch ein Krokodil. Ups. Ja, ist gut, ist gut. Da war noch ein Krokodil. Jetzt könnte ich Paramedic anrufen und fragen, wie schmeckt denn das Krokodil? I see you caught Na, yourself erst a die reticulated Schlange. python. The reticulated python is said to be the longest snake in the world. The biggest ones can grow up to 10 meters in length. Although they're not poisonous, they're still very dangerous, so be careful around them. They have a highly ferocious temperament, and they can swallow whole, even large animals like deer and pigs. Their most distinguishing feature is the mesh pattern of their scales. This pattern acts as a highly effective natural camouflage. If you think there might be a reticulated python about, pay close attention to your surroundings. Otherwise, you could get bitten before you even know it's there. It's a huge snake, but you should be able to capture it alive by using the tranquilizer gun. I'll bet if you capture one and throw it at an enemy, it'll give him a good scare. Right. Ja. But how do they taste? Huh? Do they taste good?
You're actually going to eat one. Why else would I be asking? So ist es. Cannibal. What was that? Nothing. Let's see what the guide says. Ah, you're in luck. It says they taste pretty good. Good. I can hardly wait. Und das liebe ich an diesem Spiel. Das hat so viel Charakter und so viele Unterhaltungen zwischen diesen ganzen Leuten. Das ist nämlich so eine Gimmick, oder was heißt so eine Sache zwischen dem und Paramedic, dass man kann ja jedes Tier fangen und sie immer dazu befragen, was das für Tiere sind, und die erzählt immer so einen riesen langen Text darüber, was das für Tiere sind, wo die leben, was deren Eigenschaften sind, und alles, was Snake am Ende fragt und das Einzige, was ihn interessiert, ist: Alright, so how do they taste? Und das geht Paramedic immer mehr auf die Nerven. Und dann sind die sich immer im Streiten und so. Das hat so viel Charakter. Und man hat mit jedem von diesen Leuten so Gesprächsthemen. Da gibt es zum Beispiel noch Sigint, den kann man in der späteren Mission anrufen. Mit dem kann man immer über Waffen und so reden. Und da gibt es auch lustige Momente, zum Beispiel, wo Snake ihm erzählt, dass er sich unterm Karton versteckt, und dann sagt er: Was zur Hölle machst du da? Du solltest auch unter den Karton kommen. Dann würdest du wissen, wie es ist. Mann, ich will's nicht wissen, und so ein Zeugs. So, da oben ist ein Wespennest, das kann ich mir auch holen, aber dann greifen mich die Wespen an. Die muss ich dann mit dem Messer abwehren. So, jetzt habe ich ein bisschen abbekommen von den Wespen, aber das ist okay, weil ein Wespennest kann man auch essen. Den Honig da drin. Aber ich denke, ich gehe mal weiter. Ja, man kann auch in dem Sumpf dafür natürlich ertrinken und dann, also untergehen und sterben, wenn man nicht schnell genug ist. Ich habe schon oft Leute gesehen, die das gespielt haben, die einfach super schnell da gestorben sind. Hier müssten Früchte sein. Da ist eine Frucht. Na komm. Komme ich dran? Ja. Okay. So, und um da was von zu essen, muss man immer im Menü sein. Ups. Muss man im Menü sein unter Nahrung. Und dann kann man sich das dann reinhauen. Und der sagt dann immer und dann, ob's schmeckt oder nicht. Not too bad. Not too bad. Wenn man Paramedic über das Wespennest fragt, sagt die irgendeine ganz spezielle Sache über die Wespen. Genau, nämlich, dass das kein Honig ist. Irgendwas sagen die, dass diese Art von Wespen essbar sind, die Larven und das ganze Zeugs. Ich kann sie ja gleich mal anrufen, mal gucken, ob sie was darüber sagt. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Ich werde, so gut ich kann, da versuchen durchzukommen, ohne gesehen zu werden. Snake, your Obwohl, presence in Soviet territory is already a violation of international das law. Spiel ist manchmal recht Can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. unfair. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. Hornissen, This richtig, is das a waren. stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking Ja, at man the kann oben camo rechts immer gucken, wie index. gut man getarnt ist. The camo index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. So ist es. The key is to make yourself one with nature.
Keep that in mind as you go along, okay? Ach ja, was ich auch versuchen werde, mal nebenbei erwähnt, ich versuche niemanden umzubringen. Das ist nämlich so eine Sache in Metal Gear. Man kann tödlich sein und nicht tödlich sein. Ich versuche niemanden zu killen. Das ist so meine. Ich spiele Metal Gear gern so, wie es vorgesehen ist, sodass man versucht, niemanden umzubringen. Noch eine Sache, die ich erwähnen wollte. Heute ist mein Song rausgekommen. Habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Wie konnte ich das nicht erwähnt haben? Ja, heute ist der 10. Februar. Das war der Tag, der war angesetzt für meinen Song-Release. The One I Need ist jetzt in den digitalen Stores. Ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das anhören. So, ich wollte jetzt mal Paramedic nochmal anrufen und gucken, ob die mir was über die Hornissen erzählt. Bevor ich weitergehe. I see you've captured an Indian Erstmal redet ihr gavial. über das Krokodil. Indian gavial is a crocodile that originally lived in freshwater regions in India and Nepal. Why are Indian crocodiles way out here? They're captive crocodiles that were brought here for research purposes but escaped and became wild again. Indian gavials are large creatures. Adult males grow to over 6 meters in length. You'll never catch one alive, even if you use the So how do training they class with taste? them. I tried the meat. Okay. It was great. Well, good for you. But be careful when capturing an Indian gavial. Normally they're cowardly creatures, but the ones in the forest there are belligerent. Apparently they attack humans. Er hat das What do you Gespräch. mean? They weren't the direct subject of any serious research, but some think they may have become violent as a side effect of the atomic research that was conducted nearby. Manchmal, also das Gespräch ändert sich je nachdem, ob man die Tiere da schon gegessen hat oder nicht. Und bei einigen Sachen ist das echt lustig. Zum Beispiel, wenn man einen Geier isst und dann ruft man Paramedic an und dann sagt Paramedic, ja, die fressen noch Menschenfleisch. Und dann ist Snake so, das sagst du mir, nachdem ich einen gegessen habe. So, I see Yeah. you've got yourself a Baltic hornet's Hornissen, nest. da ist es. Baltic hornets are a variety of hornets that inhabit that area. The difference between them and other hornets is that they produce honey in their nests. Inside the nests are larvae, pupa, and adults. Das ist doch You can Honig. eat them all. In particular, the honey you find inside the nest is delicious and full of nutrients. It's easy to digest and helps pep you up when you're feeling tired. In short, it's the perfect survival food. Honey can also be used as a burn ointment. When honey is applied to a burn, it creates a protective coating over the skin. When you knock down a hornet's nest, a burn ointment will appear along with it, so don't forget to pick it up. Of course, the hornets aren't going to give up their nest without a fight. If you knock a nest down, a large swarm of hornets will come flying out, so be careful. Okay. So, das war alles, was ich wissen wollte. Und jetzt versuche ich nicht entdeckt zu werden. Jetzt kommt mal tatsächliches Gameplay. Ich sehe es jetzt schon. Ich werde kläglich versagen. Oh, da kommt er schon. Der Erste. Hallo. Na, was geht? Da hinten ist schon der Nächste. Ich schieß mal in seinen Body. Oh, Kopfschuss. Ja, das sind Betäubungspatronen, das heißt, die sterben nicht. Etwas, was ich früher nicht gemacht habe, aber jetzt ein bisschen mehr nutze, ist zum Beispiel so Sachen wie hier Personenmelder. Der erlaubt es einem. Ja, das mit den Hornissen ist wahrscheinlich frei erfunden, ja. Hier ein Bewegungsmelder, so Personenmelder, das vibriert, wenn man in der Nähe von anderen Leuten ist. Und der Bewegungsmelder, der zeigt. Das habe ich früher nicht so benutzt, aber gar nicht mal so schlecht wäre es, das zu benutzen. Weil dann kann man immer so ein bisschen auf der Lauer sein und gucken, dass man nicht entdeckt wird. Da hinten läuft schon der Nächste. Was praktisch ist, weil ich so nah vom Bildschirm bin, ich kann viel besser sehen, wo ich schießen muss. Weil ich habe das ja früher auf so einem Fernseher gespielt, da konnte man nicht wirklich viel sehen.
Aber dass ich jetzt hier so vom Bildschirm sitze, das macht alles sehr klar. Aber da müsste, glaube ich, noch irgendwo einer sein. Ja. Okay. Nebelgranaten schon mal gut. Munition ist gut. Hoffentlich ist jetzt hier nicht noch einer. Aber dann müsste doch... Personenmelder müsste vibrieren. Ah, warte, der Controller hat keine Vibration. Das ist es schon. Weil ich bin ja direkt hier neben dem, der müsste gerade vibrieren, wie bekloppt, aber PS3-Controller, also nicht alle haben Vibration. Das ist schon mal schlecht. Da muss ich lieber den Radar benutzen. Okay. Später bekommt man auch bessere Sachen, womit man das ein bisschen einfacher machen kann. Aber ich denke, hier ist nichts mehr. Nur weitere Schlangen. Beiß rein. Jetzt neu. Klapperschnapper. Der neue Snack für Camper. Jetzt neu. Klapperschnapper. Beiß rein. Ja, noch mehr Hornissen. Are you thinking what I'm thinking? Wenn ich jetzt auf das Hornissennest schieße, dann wird der von den Hornissen angegriffen. Hoffentlich. Und ich kann die Zeit nutzen, um hinterher zu laufen. Oh mein Gott. Gut. Ich dachte schon, das stürzt wieder ab. Ey. Ey! Wisst ihr was? Okay, bei mir ist gerade das Programm wieder ab. Ich öffne jetzt ein anderes. Ich benutze das 4K-Programm jetzt. Es kann nämlich wirklich sein, dass das einfach nicht laufen will mit dem normalen. Einen Augenblick. No Signal. Ja, ist gerade doof, aber wenn es immer wieder abstürzt, ist ja blöd. Das ist jetzt natürlich sehr viel lauter. So. Muss ich nochmal einstellen, weil ich habe keinen Bock, dass das immer abstürzt jetzt. So, jetzt mache ich das noch leiser, damit ich nicht übertönt werde. Test 1, 2. Okay. Oh, viel zu laut. Okay. Ah, ich muss mich beeilen. Die kommt zurück.
Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Your objective Ups. is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. So, ich muss jetzt damit klarkommen, dass das bei mir ein bisschen nicht so flüssig läuft, wenn ich mich bewege. Aber wird schon hinhauen. Solange die Aufnahme gut ist, ist alles okay. Da ist einer. Und ich trage nicht die beste Tarnung. Nicht sehr schlau von mir. Nehme ich mal einen Tigerstreifen. Das ist ganz gut. So was Besseres. Rinde oder Kästchen. Immer Kästchen für jetzt. Und fürs Gesicht. Spirita. Jo. Hier muss ich ein bisschen mehr aufpassen. Hier laufen ein bisschen mehr Leute rum. Okay. Okay. Ah ja, und ich habe auch einen Schalldämpfer, der kaputt gehen kann. Das ist, da muss ich drauf achten. Ja, mit der anderen Aufnahme, also das hier ist ja 4K, das ist also ein bisschen leistungsziehender, konnte ich weitaus flüssiger sehen, aber immerhin stürzt das nicht ab. Das ist auch, also ich meine, was bringt es mir, wenn es abstürzt? Also das ist dann so ein programminternes Problem. Ah, jetzt muss ich aufpassen, hier könnten noch mehr Leute rumlaufen. Ich höre es nämlich schon. Ich höre die Schritte. Mach mal ein Radar an. Ja, da hinten. Radar sagt, da ist Bewegung. Ja, da ist er. Okay. Das ist ein Spiel, da geht es auch viel um Geduld. Wenn man es richtig machen will. Da hinten steht noch einer, oder? Ja. Die sind sehr gut getan, da muss man wirklich aufpassen. Aufpassen wie ein Fuchs. Da hinten ist er. Wenn ich daneben schieße, dann schlägt der Alarm, muss ich aufpassen. Guck, da kommt schon einer. Ah, lauf! Der weckt den jetzt auf. Nein! Ah, scheiße. So, ich habe den jetzt ins Bein geschossen. Das dauert jetzt ein Weilchen, bis die umfallen, aber das ist es mir wert. Wenn die weg sind, kann ich weitergehen, in der Hoffnung, nicht gesehen zu werden. Ich muss nur darauf achten, bis die umfallen. Oder ja, der fällt um. Der andere müsste jetzt auch. Ja, gut. Ich höre aber noch mehr Schritte. Ja, da hinten läuft irgendwo einer.
Ja, ich sehe ihn. Da ist er. Nein, komm. Ja, die Steuerung ist ein bisschen in die Jahre gekommen, merke ich. Ich höre keine Schritte mehr, aber das muss nichts heißen. Also mein Radar zeigt mir eine Menge Mäuse und so an. Das ist natürlich nervig. Aber ich glaube, ich muss es riskieren. Komm, geh hoch. Lauf. Hoch da. Hoch da. Komm schon. Was soll das jetzt? Geh hoch da. So. Wenn ich jetzt gesehen werde, dann... Ja, da sind Schritte. Definitiv. Der ist wahrscheinlich hier auf der anderen Seite. Okay, der hört mich nicht. Das heißt, der ist wahrscheinlich nicht zu nah. In dem Spiel kann man leider noch nicht geduckt laufen. Das macht es ein bisschen schwierig gerade. Okay, aber ich denke, ja, ich habe es geschafft. Puh, das geht ja schon mal gut los. Im positiven Sinn. You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of Gru. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. Jetzt reden sie eine Weile über Army's Volgin. extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU.
he has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. Ja, der spielt auch noch eine große Rolle, der Typ. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Volgin will come, I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. Is that so? America is truly a frightening country. Having second thoughts? No. I have no love for this place. Let's go. Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? No one spotted me. I see. Hier sagt er auch immer was anderes, je nachdem, wie gut We man war. lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Zum Beispiel, wenn man entdeckt wurde oder sogar jemand umgebracht hat, dann sagt er irgendwie so, ja, I had to kill them. There was no other way. Schleichen. Ah ja, jetzt kommt der Charakter, worauf ich meinen Nutzernamen basiert habe, tatsächlich. Ich war als 14-Jähriger so von diesem Typen begeistert, obwohl der eigentlich voll die Flasche ist. Ich meine, der hat so ein aufgesetztes Cool, was man so als Teenager feiert. Ronny, hey, was geht? Ja, jetzt so, ihr seht's gleich, der hat so ein aufgesetztes Cool. Ne, natürlich finden andere, die in einem ähnlichen Alter sind, das natürlich cool, aber eigentlich ist das eine Flasche. Was heißt Flasche? Also ich war halt so begeistert, dass ich meinen Nutzernamen drauf basiert habe. Freeze! Und das Beste ist, sein Voice Actor heißt Josh mit Vornamen. So this is the legendary boss. Huh? Huh? We meet at last. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Huh. What's a GRU soldier doing here? Soldier? Ja, da war er noch jung. Sehr jung in diesem Spiel. He's the Ocelot commander. That's Major Ocelot to you. So ein Show-Off. Dreht sich so episch noch um. And don't you forget it. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What?
Ja, aber schießen kann er. Das soll das auch so ein bisschen darstellen. Dass er sogar Leute treffen kann, die sich verstecken. Und Ronny, wie war es auf der Arbeit? Entspannt? I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the crew. Sokolov, take cover. Ich finde das so interessant. Ich habe das Spiel zum ersten Mal gespielt, da war ich jünger als Ocelot und jetzt bin ich so alt wie Snake. Jetzt bin ich in seinem Alter. Huh. You're not the boss, are you? Ja, 0 Grad ist schon ein bisschen übel. Crew operatives? What is that stance? Huh. That gun. Ich finde, diese Szene ist ein perfektes Beispiel wie von es trifft rohes Talent auf You're Erfahrung. not the boss. Then die. Da war sein Fehler. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa! Ja, ich weiß, was du meinst, Ronny. Verstehe schon. Ja, er hat versucht, die Kugel mit der Hand in die Kammer zu schieben, nur um cool auszusehen, während er ihn abknallt. Und das hat halt voll nicht funktioniert. Impossible. You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. Hey, Venius, You genau. tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! But that was some fancy shooting. You're pretty good. Ja, großes Talent trifft auf Erfahrung, sage ich ja. Pretty good. Und das hat Ocelot gebraucht. Das ist wichtig gewesen in seinem Character Development, dass er mal auf jemanden trifft, der einfach schlicht besser ist als er. Der hat sich wahrscheinlich bisher in seinem Leben durchgeschlagen mit seinem rohen Talent. Ist deswegen so ein Show-Off geworden, wusste, er kann alles klein kriegen. Und jetzt ist er auf jemanden getroffen, der besser ist als er, der ihn auf den Boden der Tatsachen zurückholt, dass er eben nicht der Beste ist. Major, Das ist do ziemlich you read gut. me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov.
Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgans. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Nee, Venus. Snake, it sounds like Ich this sag could gleich be was zu. even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Ja, anyway, das ist ja so ein Riesentwist, was Ocelot eigentlich ist und was er macht. So, das ist am Ende von jedem Metal Gear hat er noch ein Gespräch und dann er ist ja halt irgendwie ein Doppelagent, ist jeden und alles am Verarschen und also hinter dem steckt auf jeden Fall ein bisschen mehr, als man so denkt, ne? Aber es ist auf jeden Fall echt, was er hier so zeigt. Er ist auf jeden Fall, denkt er wäre ein Hotshot und der Beste. So, der lässt eine Mausefalle fallen. Übrigens, wenn ich den jetzt töten würde, dann wäre Game Over, weil das ist nicht Canon. Also er lebt. Deswegen kann das Spiel nicht weitergehen. Ich finde es interessant. Auf meinem OBS ist das Spiel flüssiger, als wenn ich es hier spiele. Das liegt an der 4K-Aufnahme, aber wenn ich die normale nehme, stürzt mein Spiel ab. Richtig ätzend, aber da muss ich mitleben. So. Ich werde jetzt aus einem gameplay-technischen Grund die Mausefalle hier platzieren. Das kann ich aber auch nur wissen, weil ich das Spiel schon gespielt habe. Ich komme später an diesen Ort zurück und dann werde ich diese Mausefalle wiederfinden. Ja. Setze ich die jetzt hin? Ich werde die wiederfinden, dann kann ich die wieder mitnehmen und später für was anderes benutzen. Erstmal andere Tarnung, auch wenn es jetzt nicht so wichtig ist. Also wenn du den Plot wissen willst, kann ich mal sagen, also streng genommen ist Ocelot Amerikaner. Yes. The best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished. Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. Genau, und darum geht es. Yes, the Shagohod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBMs. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain? Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Some kind of Metal Gear. Is that thing finished? No, this is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2? The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. They cannot complete it without my help. Got it. Let's go. Ja, allgemein, die Spiele aus der Zeit haben diese Art von Grafik, die so ein bisschen an Resident Evil 4 erinnert. Aber ich weiß, was du meinst. What? Was ist das?
kennen wir doch. Boss? Ich mag, wie unterschwellig das hier so ist, dass die kein bisschen wackelt und was einfach zeigt, wie gut die sich kontrollieren kann mit Gleichgewicht. Und die beide da so richtig... Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. Ja, die kann so perfekt ihr Gleichgewicht halten. Hornets? My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Ja, das ist ein Hind, glaube ich, Now oder? that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. Der Helikopter, das ist ein Hind. Müsste sein. It's raining blood. Is he crying? Kuwabara, Kuwabara. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. Und das ist the man himself. Vogan. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Und der kommt nicht auf sein Leben klar. Der denkt sich, was? Nuclear warheads. Ja, so ziemlich. Es ist ein menschlicher Voltoball, der Typ. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? Auch so eine Sache in dem Spiel. Sie ist ihm in jeglicher Hinsicht überlegen. He's seen my face. So Han. Was für ein Vergleich, ich mag das. We can't let him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him.
Jack, you can't come with us. Mit dem gebrochenen Arm. Tja, ich war leider schlecht. Das ist das Bad Ending. Na? Spiel vorbei, ich muss neu anfangen. Done here. Now, on to Sokolov's research facility. Stimmt, ich hätte ihn umbringen müssen. Shagohod is ours. Drift away. My place is with them now. Ja, aber so, dass mein Programm manchmal abstürzt hier, das liegt wahrscheinlich daran, dass meine Grafikkarte nicht mehr die beste ist. Nicht mehr die neueste, sagen wir es eher. Und manchmal merke ich auch, mein Bildschirm geht random aus. Das liegt wahrscheinlich an dem Kabel. Ich hab echt veraltete Hardware. Müsste ich mal ein bisschen upgraden. Schon wieder. Was ist los? Snake, can you hear me? Yeah. Just barely. Snake, listen to me. You Nee, need nicht im Stream. Im emergency Stream ist alles medical glatt, das treatment. weiß Can ich. you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. So, und jetzt kommt die Mechanik im Spiel, dass First, man open sich the verarzten survival muss. viewer with the start button. If you select Cure, you can start the treatment. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using Paramedic. surgical Ach, du meinst das Feature mit dem sich selbst heilen? Also sich selbst Move verarzten? the healing cursor with the left stick to the affected part of your body. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left stick to select the medical item, and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. Genau. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? Yeah. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. Man muss sich immer die Wunden ganz genau angucken. Und dann kann man auch, dann weiß man auch, was man machen muss, um die zu heilen. So, kleines Easter Egg. Da hinten sieht man ein Skelett. Das ist später im Spiel noch wichtig zu wissen, wer das ist, weil tatsächlich spielt diese Person eine Rolle, die da hinten liegt. Das ist ein nettes Easter Egg, was hier versteckt wurde. Ja. Aber ich fange mal an. So. Heilmittel. Was haben wir hier? Schlimme Schnittwunde, Blutung, kein Verband angelegt, noch nicht desinfiziert. Das heißt, ich werde mit dem Messer reinstechen. Nein.
Desinfizieren. Wie nennt man diese Dinger, die hier, Styptic, es gibt so ein, was man auf die Wunde direkt drauf legt und dann erst den Verband, ne? Aber erstmal nähen. Nähen wäre erstmal gut. Nähen. Das und dann den Verband. So, nochmal das gleiche. Desinfizieren. Nähen. Verband. Ist eigentlich egal, welche Reihenfolge man das macht. Es müssen nur die richtigen Sachen sein. Ne? Also wäre auch ein bisschen fies, wenn man das sofort in der falschen, also wenn man es in der falschen Reihenfolge macht, dass es dann nicht funktioniert. So, das ist ein Knochenbruch. Das heißt, man muss einmal eine Schiene nehmen und den Verband. Und noch ein Knochenbruch. Schiene, Verband. Fertig. Es stimmt, Ronny, ich stimme dir zu. Da hätten sie mehr draus machen können. Das ist ein Feature, das haben sie in zukünftigen Spielen nie wieder gemacht mit dem Verarzten. Wahrscheinlich, weil es nicht so gut ankam. Da haben sich viele beschwert. Das Einzige, was im 4. Teil, was man noch machen konnte, ist mit der Stamina-Anzeige so halt sich so Energy Drinks reinhauen und so ein Zeugs. Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up? Das ist das Lustige, die schicken einem das Fulton-System, was in Peace Walker und Teil 5 erst so richtig hart benutzt wurde. Aber es wird halt in diesem Spiel schon erwähnt. Das Ding gibt's auch in echt, aber es wird natürlich nicht so benutzt wie in Metal Gear Solid 5. Das ist ja pure Fantasie. Shagohod. Boss. In Subsistence-Version von dem Spiel gibt es diese Cutscene hier als Parodie, wo er die Hand nach ihr ausstreckt und sie macht einfach eine Schere, wie bei Steinschere Papier. So, und er dann so, Stein. Und dann macht die Papier zurück und so, you can't defeat me. Und am Ende macht er so ein Symbol, was alle drei auf einmal macht, so Steinschere und Papier. Und das regt sie so sehr auf, dass sie mit dem Helikopter runterkommt und ihm eine Atombombe ins Gesicht schießt. Die Szene gibt's halt wirklich als Parodie. In Subsistence aber nur, in dem Spiel hier nicht. Die haben sich da so überlegt, so ein paar Parodien zu machen von ihren eigenen Cutscenes. So, die Spieleentwickler selber, das ist lustig. Ja, Venus, das willst du sehen, nicht wahr? Excellent. Genau, die schnappt sich das Teil und schießt Snake das einfach ins Gesicht unten. So. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman.
Nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. A kiss of death. Are you KGB? We may be able to use her. Ich habe nie verstanden, was das sein soll. Ob das Gift ist oder eine Pistole in Form von Yes, Bunk. Lippenstift. Ich nehme an, es ist Gift. Shall we take her back to the base? Die haben noch ein paar weitaus bescheuertere Sachen gemacht, auf jeden Fall. Venius. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American. Guck mal, so ein Drecksack muss er erstmal sein. Nuke your fellow Russians? Kriegt eine Atombombe geschenkt The Alamo. Colonel! und benutzt es sofort, um auf random Russen zu schießen, auf seine eigenen Leute. Übrigens, dieses Ding gibt es in Wirklichkeit auch. Das ist ein Davy Crockett portabler Atombombenraketenwerfer. Den gibt es. Wurde aber nie benutzt. Also nie in um irgendwas, außer für Tests, glaube ich. Kiss of Death? Okay. Ist eine Pistole, verstehe schon. Das ist keine Fantasie mit diesem Raketenwerfer, den gibt es. Speichern, will ich speichern? Ja, komm. Wenn ich jetzt schon mal so weit gekommen bin. Ich habe ja noch andere Speicherplätze, wahrscheinlich schon. Wie gesagt, ich habe das ja letztens schon mal gespielt. Ja, das sind meine ganzen Spielstände noch. Einer ist von 2013, 2014, jetzt mal einer von 2022. Habe ich das zuletzt angefasst. Okay, dann würde ich sagen, mache ich mal einen neuen Spielstand. Alright. Da, 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 da. Copyright für meinen Stream. What a thrill with darkness and silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. Und jetzt fängt das Spiel erst richtig an. What a fear in my heart, but you're so supreme. I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I fly to you. You're so ice cream. In a dream, snake eater. Someday you go through the rain, and someday you'll feed on a tree frog. It's ordeal, the trial to survive. For the day we see new light, I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no
wunderschön. Ich wollte wenig sagen während des Liedes, weil ich das so schön finde. Was macht Hideo Kojima heute? Weißt du das nicht? Es kommt bald was raus, was der gemacht hat. Und zwar Death Stranding 2. Da gibt es sogar schon einen Trailer zu. Wieder mit Norman Reedus. Ich hätte nicht gedacht, dass das eine Fortsetzung geben wird, aber anscheinend. Approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Ja, der war jetzt im Krankenhaus eine Woche lang. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. Ja, die haben jetzt einen Deal gemacht. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. Wegen der Atombombe, die da gefeuert wurde, hat sich jetzt alles geändert. Das ist denen ein bisschen zu kritisch. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB 754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military. Oh, was für ein Zufall. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin? Of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the Boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The Boss took 2 miniature nuclear shells? I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. Und der hat sofort eine The abgefeuert. Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago.
But serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The Army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence? Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Tja, dann. Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. Mhm. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal? If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. Und das steht auf dem Spiel, ne? Weltkrieg, wenn man die nicht umbringt. Das ist die Mission. Are the Russians going to be Ein Teil der Mission. The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet.
Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. Ja, nicht mal die Jets konnten den einholen. Das hätte ja eigentlich auch voll in die Hose gehen können. War sehr gewagt. Jetzt erstmal verarzten. Also direkt schon wieder. Man kommt gerade aus dem Verarzten raus, direkt nochmal. Nee. Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. Genau. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss. This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the Colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Mhm. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. Oh, must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film. Und deswegen will er sich wieder umbenennen. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square 0. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same, 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. Ja, mit Sigint kann man über Going Waffen up reden. against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148.41. Mr. Sigint. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How will I know this Adam guy when I see him?
You'll know once you reach the factory. The whole area has been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, who are the Patriots? And Lali Lulelo. Lali Lulelo. Gotcha. You've been equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Also, Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing nicht zu viel Pressure und so. Nur wenn du stirbst, wenn du verlierst, dann Weltkrieg. Nuklearer Weltkrieg. Also, no pressure. Jo, Gameplay, schön. Geht's wieder los. Here we go. Synek. Erstmal Essen. Essen sammeln. Schlange, komm her. Übrigens, wenn man bei Paramedics speichert, erzählt er einem immer irgendwie von Filmen. Aber da schlage ich vor, wenn jemand wirklich diesen Film-Talk zwischen der und Snake hören will, sollte man auf YouTube gucken, weil so oft werde ich nicht speichern. Ich werde halt höchstens speichern, wenn irgendwie was Großes geschafft ist oder wenn ich gerade aufhöre. Da kann man nicht alles von den Gesprächen mitkriegen. Und wenn ich mir wirklich jedes Gespräch anhöre, sitze ich noch in 5 Jahren hier. Also, das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ja, noch eine Schlange, okay. So, das sollte, glaube ich, erstmal reichen. Genug zum Snake Eaten. Ich muss übrigens auch aufpassen, es gibt giftige Schlangen und die beißen einen. Und dann muss man sich verarzten. Da ist zum Beispiel eine Schlange im Baum, aber die ist nicht giftig. A horse. Huh. I wonder, how does it taste? Looks like death wasn't ready for you yet. Boss. Oh. That arm still hurt? What are you doing here? Go home. Das war's schon mal mit der Waffe. Wunderbar. Go home. Gru and my sons are waiting up ahead. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. Boss. I'm not your boss anymore. There's nothing for you here. Go home. Go back to your boss. There's no need to prove that you are virtuous here.
This isn't America. That should stir things up a bit. You'd better hurry. The border is 60 miles south of here. You ought to be able to run that far. Why'd you defect? Ja, das ist die Frage, ne? I didn't. I'm loyal to the end, to my purpose. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? You don't know the truth yet. But sooner or later you'll have to choose. I don't expect you to forgive me. But you can't defeat me either. You know me too well. Just look at that bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long. If we meet again, I'll kill you. Now, go home. This is Snake. Major Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are gonna Da come. muss ich jetzt aufpassen, genau. I know. But what was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. That she'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam is waiting. Ja, er hat halt einen Scouts have großen probably already Konflikt been in sent sich. out to investigate the explosion. You've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do, don't let them see you. Ja, das ist halt so eine Sache, ne? Er ist halt in einem riesen Konflikt mit sich selbst, wie sie schon gesagt hat. Wem bist du jetzt loyal? Mir oder deiner Mission oder deinem Land? Jetzt muss ich aufpassen. Moment, da kommen jetzt wahrscheinlich, ja, da kommen da Soldaten, die haben das gehört. Die muss ich ziemlich schnell besiegen. Und ich habe keine Waffen, ich habe nur Granaten. Also muss ich, so gut es geht. What's this? Ah, nochmal. Komm her. Okay. Alles klar. Ja, ich muss halt mit Blendgranaten auskommen. Momentan, weil ich habe nichts. Ich habe wirklich nichts. Ich habe nur Blendgranate. Gar nichts gerade. Düppel reicht. Brauche ich auch gerade nicht. Gar nichts gerade. Normale Granaten. Ich will ja nicht töten. Ich muss. Blendgranaten wäre gut, wenn ich welche kriegen würde. Noch eine. Ah, blöd. Blöd. Nicht gut. Komm schon. Feuergranate. Nee, ich brauche Blendgranaten. Die lassen aber nicht mehr als 2 Sachen fallen. Das ist ziemlich doof. Das ist richtig doof. Und hier liegt leider auch nichts. Glaube ich. Also ich weiß nicht, ob hier irgendwas liegt.
Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Ihr sollt auch nicht zu lange hier sein, weil wenn die aufwachen, dann schlagen die Alarm. Also ich gucke jetzt noch ein bisschen hier nach, ob da was ist. Aber 3 Blendgranaten ist nicht viel. Okay, hier ist nichts. Ich glaube, ich gehe weiter. Ja, mit 3 Blendgranaten auskommen. Hm? Das ist ziemlich doof. Ziemlich blöd. Also am besten irgendwas jetzt anziehen, wodurch ich wirklich nicht gesehen werde. Das wäre jetzt ziemlich doof. Flecktarn. Noch was Besseres? Ich glaube nicht. No. Nix da, what the. Kommt der jetzt hier hoch? Nee, kommt er nicht. Ah, ist doof gerade. Ja, dreh dich um. Danke. Ah, komm her. Komm her, komm her. Den muss ich mir schnappen. Ich habe keine Waffen. Ich muss mir den schnappen. Komm her, komm her. Komm her, komm her, komm her. Speak. If you slide down cliffs, you won't take any damage. Okay. Das hilft mir nicht viel. Ich brauche Blendgranaten. Keine normalen Granaten. Yes. Das ist doch mal was. Habe ich irgendwas, was mich besser tarnt auf der Brücke? Weil 20% ist nicht viel. No. Die Regentropfenuniform, okay. Nebelgranate, ja. Auch nicht schlecht. Okay. Da kommt einer. Okay. Ich muss mir den schnappen. Komm her. Komm her. Okay. So, lässt er irgendwas fallen? Tippelgranaten, okay. Brauche ich zwar eh nicht. Normale Granaten, okay. Und da war die Mausefalle. Und ich habe einen Vogel gefangen. Ja.
Beiß rein. Südapfeldrossel. Sund? Sundapfeldrossel, nicht Süd. Ich lese das völlig falsch. Apfeldrossel, das wär's. Abpfeifdrossel. Meine Güte, lesen, Yoshi. Sundabpfeifdrossel. Okay. Da sage ich Südapfeldrossel, Sundapfeldrossel. Jedenfalls, beiß rein. Vogel, lecker. Ich weiß gerade gar nicht. Ist hier noch jemand? Hab noch nie gehört von der Drossel. Von dem Vogel. Sundabpfeifdrossel. Noch nie gehört. Also der Radar sagt... Ah, da ist eine Schlange, sagt der Radar. Ja. Ah, ein Netzpython. Aber sonst sagt der Radar nichts. Zombie-Bemalung, okay. Insektenmittel. Und hier sonst noch irgendwas? Ja. Eine AK-47 werde ich wahrscheinlich nicht gebrauchen, weil ich will ja nicht töten. Und eine AK-47 tötet Menschen. Und das ist ein bisschen widersprüchlich, nicht wahr? Übrigens, hier, habt ihr diesen Frosch gesehen? Genau hier, diesen Plastikfrosch. Da ist er. Also hier überall sind so Plastikfrösche versteckt. In jedem Gebiet ist einer. Und wenn man alle trifft, in jedem Gebiet einmal abschießt, dann kriegt man am Ende eine Belohnung. Also am Ende vom Spiel kriegst du eine Belohnung. Nämlich die Stealth-Tarnung. Damit kannst du dich unsichtbar machen. Ah, da ist ein Karton, nehme ich an. Kletter da bitte hoch, danke. Karton. Den werde ich auch gleich ausrüsten, weil der kann manchmal sehr nützlich sein. Alteingesessene Metal Gear Fans werden das noch kennen, dass man wirklich viel mit dem Karton anfangen kann, wenn man ihn richtig einsetzt. Ein Minensuchgerät, den wird man auch später brauchen. Sonst, ich denke... Gibt hier noch was? Nope. Nur Mäuse. Ein Schrank. Infrarot. Hier liegt das Infrarotsichtgerät. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das findet man erst sehr viel später im Spiel. Oh mein Gott, das wusste ich nicht. Das macht Dinge einfacher. Legit, wie lange kenne ich das Spiel? Ich wusste nicht, dass die das hier drin verstecken. Oh mein Gott. Weil das benutze ich am allermeisten fast von allen Sachen.
Nachtsichtgerät und so ist richtig nützlich, aber Infrarot ist super nützlich. Weil du siehst einfach sofort, wo alle Leute sind, wenn du das benutzt. Das ist schon sehr gut. Ja. Sorry I'm late. Cut the engine. They'll hear us. Are you the agent they sent? Are you Adam? I thought you were supposed to be a man. Adam couldn't make it. All right, say the password. Who are the Patriots? Who are the Patriots? Answer me! Trapped. Get down! Obwohl, ja, okay, ist wahrscheinlich sehr viel handlicher. Du wolltest ein Passwort? Hier ist dein Passwort. The name's easy. Dass man einfach da so hingucken kann mit dem Knopfdruck. I totally forgot I needed a password. Say the password. This wasn't part of the plan. What happened to Adam? What's your code name? Yeah, boobs. I mean, Snake. Snake, huh? Well, I'm Eva. Are you here to tempt me? What happened to Adam? Colonel Volgan is a very suspicious man. He decided Adam wasn't the right person for this mission. Meine Lieblingskamera. You were. Yes. Ja, Why? genau. Because I can do things he can't. I heard you used to be a codebreaker for the NSA. I was. 4 years ago, I defected to the Soviet Union with Adam. Mauser military. The broom handle. It packs quite a punch. Nice to have when you're on a bike. You held it sideways and used the muzzle jump to create a horizontal sweep. That was impressive. Bet you've never seen that technique in the West. It's imitation, isn't it? Yeah. It's a Chinese Type 17 pistol. Around here, even that's hard to come by. Don't worry, though. The one I've got for you is American-made. .45, huh? Incredible. Do you like it? The feeding ramp is polished to a mirror sheen. The slide's been reinforced, and the interlock with the frame is tightened for added precision. The sight system is original too. The thumb safety is extended to make it easier on the finger. A long type trigger with non-slip grooves. A ring hammer. The base of the trigger guard's been filed down for a higher grip. And not only that, nearly every part of this gun has been expertly crafted and customized. Ja, da gab es auch eine Parodie von der Szene, wo er das alles sagt und am Ende drückt er drauf und es kommt nur ein Feuer vorne raus. Es ist also nur ein Feuerzeug. Where did you get something like this? I grabbed it from a Western munitions armory. It probably used to belong to one of your officers, and there are more where that came from. You had this with you, didn't you?
Better take this too. What's that? A disguise to make you look like a scientist. A disguise? Yes. You're here to rescue Sokolov, right? Sokolov's still safe then. Yes. He's being forced to continue his work on the Shagohod. Where? At the lab. They've got a whole army of scientists there developing new weapons. Security is tight, but if you disguise yourself as a scientist, you might be able to sneak in. Can we get Sokolov out of there? We'll see, won't we? Tell me how to get to the lab. The safest way in is from the rear. First, you'll need to head north through the jungle. You'll come to a heliport used for shipping materials. Past the heliport, Ein bisschen eine Pistole am Spielen, während die redet. Descend into that area and you'll reach a cave. Move through the cave and you will arrive at a mangrove swamp. After the swamp, there'll be a warehouse. Make your way through the warehouse and you'll come out just south of the lab. Got it. And just what are you doing there? In close-range combat, a knife can sometimes be more useful than a gun. By doing this, I'll be able to hold a knife at the same time and still keep the gun steady. Knife. That Knife way, gun. I can instantly switch between a gun battle and a knife fight. CQC. Knife gun. Gun. Knife. Right. Let's get going. Wait a minute. What now? You must be tired. Why don't you take a little rest? I'll be fine. You'll never make it in your condition. It's a jungle out there. There's still an hour before dawn. It's dangerous to be out in the jungle at night without a guide. What about you? I have to get back. I can't be gone for too long. They'll start to suspect something. Don't worry. I'll keep you updated over the radio. That's it? My orders are to provide you with information, nothing more. You look disappointed. All right, then. I'll do something special for you. I'll stand watch until dawn. Now be a good boy and lie down. What's the matter? I don't know you well enough to trust you. How well do you have to know me to trust me? I don't know if I can trust anybody. Gonna get that? She's right, Snake. You should get some sleep. Although in your condition, you really ought to be back in the ICU. Whenever you save the game and quit, you'll go to sleep. Sleeping allows you to gain back stamina naturally. Depending on how long you sleep, you may also recover naturally from sickness and injury. When you're tired or hurt, the best thing to do is just get some sleep. Das ist auch eine So Mechanik do vom yourself Spiel. a favor and take a nap. Je länger man nicht Doctor's spielt, desto mehr wird orders, man okay? geheilt. Yeah, okay. Wenn du speicherst und aufhörst und dann wieder anfängst, bist du geheilt. Aber ich muss jetzt nicht speichern, ich mache direkt weiter. Übrigens, ich beneide Leute, die einfach nur 1 Stunde schlafen können und dann wieder topfit sind. Ich krieg das nicht hin. Wenn ich schlafe, schlafe ich direkt mehrere Stunden. Und wenn ich früher aufwache, bin ich zu nichts zu gebrauchen. Also ich könnte das nicht. Ugh. Booty.
What's the matter? We're surrounded. I see 4 of them. We've got company. It's the Ocelot unit. Hauptsache, es ist so eine ernste Situation und der kann man... Hurry. Don't forget your gear. Here, give me a hand. We can use this to get to the basement. Damn it, Ocelot. I'll get past them on my bike. I'll call you later. Okay, I'll keep them busy. Huh? Don't go dying on me now. So, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hinkriege. Das ist jetzt so eine Sache, die verfolgen einen hier. Man muss die alle besiegen. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege, die alle zu killen, ohne dass die mich sehen. Ich werde es versuchen. Es könnte ein bisschen schwierig werden, aber ich werde natürlich nicht die Waffe benutzen, die tötet. Ich werde die betäuben mit der MK22 Hush Puppy. So heißt die übrigens wirklich. Hush Puppy. Was habe ich denn noch? Nebelgranate. Blendgranaten werde ich brauchen, wahrscheinlich. Ich versuche es erstmal nur mit den normalen Granaten. Ich meine nur mit der Hush Puppy. Ja. Was ist denn hier ein? Da ist einer. Okay, den habe ich, glaube ich, erwischt. Ich glaube, den habe ich erwischt. Der müsste jetzt gleich einschlafen. Wenn das durch das Gitter durchging, das weiß ich gerade nicht. Und ich habe auch wirklich nicht viel Schalldämpfer. Also ich muss das benutzen. Die Anzeige da unten. Okay, der wurde erwischt. Alles klar. So, da habe ich jetzt hier noch einen. Upp. Habe ich den erwischt? Ja. Da ist eine Kugel im Bein. Ich meine ein Pfeil. Oder? Ja, da ist er. Ja gut, wenn der umfällt. Okay. Nothing here. Da läuft einer. Soweit ich weiß, können die sich auch nicht gegenseitig wecken. Ja, ich gehe das ganz vorsichtig an. Ich habe keinen Bock, hier entdeckt zu werden, weil die sind wirklich nicht... Also die sind nicht ohne. Die sind ziemlich stark. Da laufen sie, okay. Hey, stopp! Nein! Habe ich den erwischt? Ich schieß nochmal. Okay. Ja. Ich sag ja, das Infrarotsichtgerät kann Dinge sehr einfach machen. Oder einfacher. Halt. Gotcha. Gotcha. Ah, sehr schön. Ah, da ist noch einer. Okay, der müsste auch gleich umfallen.
Vorsichtig. Vorsichtig. Ich glaube, da war einer auf dem Dach sogar. Irgendwo war einer auf dem Dach. Nein, liegen. Ein Sniper irgendwo. Da ist er. Ich hoffe, der sieht mich nicht. Ah, okay, haben. Einer ist noch irgendwo. Ich weiß nicht, wo der ist. Gar kein Plan. Aber ich glaube, ich werde die erstmal ein bisschen ausschütteln hier, den hier zum Beispiel. Falls die irgendwas fallen lassen, was ich brauche. Schalldämpfer! Sehr gut. Gibt fast nichts, was so nützlich ist wie Schalldämpfer, also. Ohne kann ich nicht schießen. Okay. Medizin. Nudeln. Okay. Das sind diese Essenssachen, die für immer halten. Also, die werden nicht schlecht. Also ich sehe keinen. Okay, ich sehe keinen. Alles klar. Nähmaterial. Batterie. Die sind auch ziemlich nützlich. Da kann man die ganzen Stromsachen mehr benutzen. Auch sehr praktisch. Oh, was ist das? Ah, Nebelgranate. Rationen. Schalldämpfer für die normale Pistole, die ich wahrscheinlich nicht benutze. Ja, ist gut, auch ein paar Feinde zu looten, weil gerade am Anfang braucht man alles, was man kriegen kann. Noch eine Batterie, sehr gut. Sehr, sehr gut. Man muss vorsichtig sein. Er könnte hier irgendwo sein. Erstmal, was ist das da? Munition brauche ich nicht. Da ist er. Okay. Den müsste ich erwischt haben. Ja. Das heißt, der schläft gleich ein. Dann habe ich alle erwischt. Sehr gut. Jo, das waren alle.
Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut läuft, so, dass ich halt bisher noch nicht gesehen wurde, aber das kann sich ändern. Irgendwann stelle ich mich doof an. Vor allem die Steuerung, die ist wie gesagt nicht so schön gealtert. Das hatte ich früher besser in Erinnerung. Aber ich wusste auch, wie gesagt, nicht, dass man hier schon das Infrarotsichtgerät finden kann. Also das ist ein Gamechanger. Das macht vieles sehr viel einfacher. I've been waiting for this moment. That's it. That's the stance. I don't think so. What? A female spy? This bitch is wearing perfume. Stay where you are. I've had enough of your judo. I see you've got yourself a single-action army. That's right. There'll be no accidents this time. You call that an accident? Well, it wouldn't have happened if you hadn't been showing off. What did you say? It's a nice gun, I'll give you that. But the engraving gives you no tactical advantage whatsoever. Unless you were planning to auction it off as a collector's item. And you're forgetting one more very basic thing. You don't have what it takes to kill me. Denn? We'll see. Er hat sich nicht gemerkt, wie oft er geschossen hat. That thing only carries 6 shots. The Makarov carries 8. You have to get a feel for how many you have left. This is a high-class weapon. It's not meant for shooting people. Damn! This isn't over yet. Don't. Why? He's still young. Ja, er sieht Potenzial in ihm. You'll regret stopping me. Damn it! I've got to get back before he does. In Wirklichkeit hätte sich hier alles gebrochen und wäre gestorben. Aber das nur nebenbei. Ja, etwas, was ich finde, was wahrscheinlich jeder, der irgendwelche Skins in irgendwelchen Spielen kauft, sich zu Herzen nehmen sollte. Also so Waffenskins. Gravuren oder hübsche Waffen geben einem keinen taktischen Vorteil. Aber ich meine, in Spielen ist das ja noch was anderes. Da macht man es vielleicht zum Flexen. Aber wer in echt mit irgendwelchen leuchtenden, goldenen oder silbernen Waffen mit Gravuren rumprotzt. I don't know. Auf dem Schlachtfeld ist das ziemlich daneben, weil das gibt einem keinen Vorteil. Aber ich meine, in dem Teil der Geschichte, also in Teil 3, ist Ocelot ja noch sehr
einfach ein riesen Show-Off. So für ihn ist es so, Hauptsache der Look stimmt. Wie er sich präsentiert. Und er muss jetzt erst lernen, oh, das ist alles gar nicht so wichtig. Hauptsache ist es, man wird ein guter Soldat. Weil ich meine, er ist, wie ich das ja schon gesagt habe, rohes Talent. Der hat es wahrscheinlich bis jetzt so weit gebracht, eben weil er einfach nur rohes Talent hatte und dann konnte ihm der Rest egal sein. Aber jetzt, wo er Snake getroffen hat, merkte er, okay, Erfahrung hat auf jeden Fall seinen Wert. Ich mag das, wenn so Charaktere so gut geschrieben sind, so mit Development, mit so einer Arc. Er fängt irgendwo an und hört irgendwo auf, hat was dazugelernt. Das macht gute Geschichten aus, finde ich. Oder gutes Character Development. So wird mal Zeit, was zu fooden. Denn langsam wird es ein bisschen wenig mit der Ausdauer. Delicious. Tasty. Not too bad. Ja. So, wie lange streame ich eigentlich schon? Oh ja, ich kann noch ein Weilchen. Durchspielen werde ich es auf gar keinen Fall jetzt noch. Dafür dauert das zu lang mit den Cutscenes, aber das ist eine andere Schlange. Aber ich brauche momentan nicht mehr. Ich habe genug Essen. Da sind wieder Krokodile. Aber man muss hier durchschwimmen. Man muss also für Krokodile muss man aufpassen. Die können einen ziemlich schnell im Wasser umbringen. Dafür wäre es wahrscheinlich gut, wenn ich die mal abknalle. Weil ich habe keinen Bock, umgebracht zu werden. MP, Nebelgranate, AK-Munition, okay. Ich glaube, hier wollte ich noch gar nicht hin. Ich wollte noch gucken, was man hier in dem Sumpf finden kann. Da geht es nämlich schon weiter. Oh, Krokodil. Ah. Yep. Zwei sogar. Ah, nicht so gut. Warte mal. Doch, ich gehe nochmal zurück. Wegen zwei Sachen. Hier kann ich nämlich das weiß ich noch, eine Krokodilsmaske finden. Und da kann man sich dann unter Wasser als Krokodil tarnen. Und das kann sehr praktisch sein später. Snake, are you there? Eva, Did you miss me? did you make it without any trouble? No one saw me. So you're back with Vulcan. In a matter of speaking. What about the boss? Yeah, she's here too. Better be careful. Thanks, I will. The boss and I get along pretty well, though. I guess we traders have a lot in common. Why would anyone want to defect?
Betraying your country like that, I just don't get it. Are you talking about the boss? Why do you do it? Weren't you born and raised in America? Yes, in a small rural town. I never even knew there were other countries, other cultures, other ways of thinking, until I went to work for the NSA. And one day, I'd found I'd lost faith in the things I'd been taking for granted. What did you see? What was it that made you want to change sides? You wouldn't believe me if I told you. Try me. I saw the universe. The universe? Not the actual universe. The universe as the intelligence community sees it. I realized that the gravity in this universe was holding me back. That's all. People and countries are both changed by their environment and by the times. That sounds like what the boss was saying. There's a world of difference between this country and America. But it's only a difference of position, a difference of perspective. Coming here made me realize something. Half of what I'd been told was a complete and utter lie. The other half was a conveniently constructed lie. Where's the truth then? It's hidden in the lies. Are you lying too? Who knows? I've been trained to make even the most severe falsehood sound like the honest truth. Weren't you? No. I believe because I have to, even if it is a lie. That's part of my mission. I'll have to remember that. If you need me, give me a call on the radio. My frequency is 142.52. See ya. Okay, wieder philosophisches Gerede über wem man loyal sein sollte und kann. Ja, anyway, ich muss nochmal hier in das Überlebensmenü rein gerade, weil ich habe Blutegel drauf. Die kriegt man, wenn man in einem Sumpf schwimmen geht und die saugen einem die Ausdauer weg. Und die kriegt man weg. Nicht mit dem Messer, das sollte man niemals tun, denn dann kann der Kopf stecken bleiben oder irgendwas kann stecken bleiben. Es ist immer besser, wenn man die wegbrennt. Mit einer Zigarre oder so, damit die von alleine loslassen. Okay. So, jetzt wieder was essen, damit ich da drüber klettern kann, weil durch wenig Ausdauer kann man nicht gut klettern. Disgusting. Lustig, dass er die Rationen der Russen nicht mag. Sagt er, ekelhaft. Also einer noch mal sagen, dass man durch Videospiele nichts lernt. Und früher, als ich in der Schule war, da haben sie mir gesagt, Yoshi, man kann durch Spiele nichts lernen, die machen einen dumm. Hier ist der Beweis, dass es nicht so ist. Man lernt, dass man Blutegel nicht mit dem Messer entfernen sollte. Und man lernt über Geschichte. Ich meine, vieles hier ist erfunden, aber ich meine, es hat Wahrheit drin. Hauptsache, also man sollte auf keinen Fall im Geschichtsunterricht erzählen, dass der Weltkrieg verhindert wurde durch die Operation Snake Eater. Aber so ein bisschen kannst du einen so darüber aufklären, was so passiert ist in den 60ern. Man sollte sich schon natürlich richtig informieren und so. So, was haben wir denn hier? Ah ja, genau, hier war die Krokodilsmaske. Crocodile. Da kann man sich als Krokodil verkleiden. So nah brauche ich nicht. Krokodilsmaske. Komm her. Die kann man anziehen und dann lacht jeder einen aus, wenn man die trägt. Oder? Irgendwas war das. Ich glaube, Snake will ausgelacht werden, aber niemand tut es. Ja, okay, bla, das müssen wir jetzt nicht hören. Bla, bla. That swamp seems pretty deep. It's probably deep enough to dive underwater and swim around. Ja, der sagt ihm nur, ja, geh mal weiter, du hast die Auslots gekillt. Oder. Ja, das ist nur Tutorial, mehr nicht. Ich will, dass er was über die Maske sagt. Snake, you'll be helpless if a crocodile attacks you in the water. You can't see behind you when you're Ja, das ist alles Tutorial-Kram, was er sagt. Aber er soll was über die Maske sagen.
Ja. Snake, what in God's name? How does it look? It looks cool. Huh? It looks cool on you. It does? Yeah. I don't think cool is the right word. Why? What's wrong with it? What's wrong? Don't you think it looks silly? Doesn't it make you laugh? Aren't you going to ask me what the hell I was thinking? Er will das. No. Oh. I think it really does look good. It reminds me of the alligator people. Oh, the what? The Alligator People. It's a science fiction movie. You've never heard of it? No. Oh, well, you should see it sometime. It's about this guy who gets hurt in a car accident and tries to heal his wounds by injecting himself with a crocodile serum, but then his head turns into a crocodile head. Ja, die ist You look total, just like him with the mask die ist on. total in That's Filme vernarrt. awesome. Right. Und Snake halt gar nicht. Oh, never mind. I suppose you might be able to disguise yourself as a crocodile by wearing that cap and sticking your head out of the water. Jetzt glaube ich, kann man noch Sigint anrufen, weil den habe ich ja noch gar nicht angerufen. Der stellt sich wahrscheinlich erstmal vor. Ja, wäre gar nicht mal schlecht, glaube ich. Yo! Ja, genau. You're Snake, aren't you? And you're Sigint? None other. I heard that you're an expert on weapons, equipment, and cutting-edge technology. Close. Huh? I am the expert on weapons, equipment, and cutting-edge technology. Ah. I'm the guy that designed your trank gun, active sonar, and motion detector. If you want to know anything about weapons or equipment you find in the field, just send me a message and ask. Later. Later. Okay, mal sehen, ob er was über die Krokodilsmaske sagt. Hey Snake, remember back at the abandoned factory Ah, when nee. you whittled the Erstmal grip of über that Waffen 45 wird down? geredet, ja. Yeah. I've never heard of a customization like that before. Why the grip? To fit it with a knife. A knife? You're gonna keep the knife and the gun both at the ready? That's the idea. Why would you want to do that? Sometimes a knife works better in close proximity encounters. So I equip both at the same time. That way I can switch back and forth in an instant. Badass. So that's that. CQC. Sag was über die Krokodilsmaske. Sounds Nee, like the doch nicht. Cobra Unit's members' names came from the specific emotions they each carry into battle. Emotions? Yeah. For unbearable torment, the pain. The Pain. For true oblivion, The End. the end. Alles die Bossgegner. For infinite rage, the fury. For absolute terror, the fear. Man muss gegen alle kämpfen. And for unsurpassed bliss, the joy. The joy? It's another name for the boss, because of the joy she feels in battle, I suppose. Ah. During the war, she had a partner named the Sorrow. Sorrow and joy. They say there couldn't have been a more perfect pair. So, das ist zwar schön und gut, aber ich will was über die Krokodilsmaske hören. Snake, you said Eva said her Mauser was a Type 17. Ja, redet über Waffen, alles gut. What about it? That model was produced in the 1920s in a weapons lab in the Shanxi province in China. The cartridge part sticks out lower than the original to accommodate 45 caliber rounds. The barrel and chamber are a little bit thicker too. Die Waffe gibt's auch in Resident Evil übrigens, im 4. It's got Teil. Chinese characters engraved on both sides of the frame like you saw. And that firing stance Eva was talking about where you hold the gun horizontally, that's a trademark of the Chinese. Just like you were saying, when you're firing in full auto mode, the muzzle jump effect gives you a horizontal strafing motion. They say it's especially deadly in indoor and close-range mop-up actions. The Japanese called it bandit shooting and used to dread it. Makes you wonder where she learned to shoot like that. Ja, jedenfalls, wenn ich jetzt schon dabei bin, die Waffe gibt's in Resident Evil 4. Das Remake werde ich auf jeden Fall auch streamen. Da bin ich so gespannt drauf auf das Remake. Das werde ich auf jeden Fall auch streamen. Ich weiß nicht, ob ich streamen kann, wenn es rauskommt, weil das ist ein bisschen teuer. Das kostet ein bisschen das Spiel, aber ich will es auf jeden Fall spielen. Nebenbei nur gesagt. You know that army motorcycle that Eva was riding? That's a replica of a German model. A replica? Yeah. Ich bin ja schon fast wie Snake. Sag was über meine Krokodilskappe. Entire assembly line from a German motorcycle factory, machines and all. And then they took it back with them and started producing replicas? Exactly. Originally, that motorcycle was designed to be used with a sidecar attached. That means it's got enough power to drag a 200-plus Das Motorrad wird auch noch wichtig. So that's how she could pull off all those crazy stunts. Uh-huh. Of course, it takes a lot of skill to be able to control that much power. That Eva chick is something else.
So, jetzt aber, komm. The Davy Crockett's that the Atombomben, ne, komm, ich will jetzt über die Krokodilskappe was hören, komm. a cap Ja. shaped like a crocodile head, you say? Yeah. What do you think? I think it's a great idea. You know, animal disguises are one of the oldest tricks in the book in the intelligence world. I don't know whether it's true or not, but I've heard that during World War II, the OSS used to use cow suits. Supposedly, they sent agents out to hide in herds of real cows so they could spy on enemy units as they passed by. Nowadays, I guess most people wouldn't even give a Er findet es also crocodile-shaped auch, cap a second look. es ist eine gute They Idee. think it was just a gag item. But if you use it the right way, it can be an effective weapon for spying. I gotta hand it to you, Snake. You're one sharp guy. Er findet es total blöd. Er will, dass Leute sich lustig machen. Ich glaube, wenn man Eva anruft, dann sagt die einem, die lacht sich drüber kaputt. That area is known as Nee, ich will das jetzt. Ich will die Krokodilskappe. Eva, what kind of unit are those ocelots I fought a little while ago? The Ocelot unit is an Das ist noch wichtig elite zu group wissen. composed of soldiers handpicked from among the ranks of Spetsnaz, the special forces wing of GRU. They've undergone even more rigorous training than regular Spetsnaz. Their skill with weapons is the stuff of legends. You'll find they're much better shots than the rest of GRU. Weil denen Watch begegnet man yourself. nochmal. The crevice that leads to the cave Ja, is da muss still man hin. Alles klar. The crevice that leads. Komm, red über meine Kappe. The crocodiles in that. Red über meine Kappe. The crevice. Okay, irgendwas habe ich noch nicht gemacht anscheinend, aber Paramedic, mit der habe ich geredet. Major Zero. Komm, red über meine Kappe. Okay, anscheinend will es nicht. Naja, whatever. Whatever, dann halt nicht. Ich möchte auch weiterkommen. Ich bin jetzt schon viel zu lange hier und rede im Codec rum. Wegen der Krokodilskappe. Aber da hinten gibt es noch was zum Einsammeln. Glaube ich. Soweit ich mich erinnern kann. Uniform, ja. Düppelgranate. Mhm. Und da ist auch noch was? Nö. Alles klar. Und schon wieder habe ich Dinger am Körper. Blutegel. Ja, genau, die Krokodile greifen mich auch nicht an. Das, wenn man dann so rumschwimmt mit dem Ding dran, dann merken die nicht, dass man da ist. Oh! Das war eine Falle. Komm, Iva, sag was über die Krokodilskappe. Los! Good. You made it to Bolshaya Pust. The name Bolshaya Pust means. Ja, okay, whatever. Eva, where are you now? No, I don't care. Ich sag was über die Krokodilskappe. Ach Mann, okay, die sagt nichts. Ja, dann halt nicht. Gut, dann halt nicht. Wenn das Spiel nicht will, dann will es nicht. Ich kann es halt nicht zwingen. So, hier muss ich aber aufpassen, denn soweit ich mich erinnere, sind hier Minen. Aber dafür habe ich ja ein Minensuchgerät. Detektor meine ich. Also so ein, das piept, wenn man in der Nähe davon ist. Und da ich jetzt auch ein paar Batterien habe, ist das ziemlich gut. So, her damit. Kann ich die eigentlich sehen mit dem Infrarotgerät? Oh, Tatsache, also brauche ich das Minensuchgerät gar nicht. Deswegen sage ich ja, also ich wusste nicht, dass man das so früh kriegen kann schon, das Gerät. Das macht's viel einfacher. Jetzt kann ich einfach über die Dinger drüber kriechen und die einsammeln. Das ist ein Gamechanger, wie gesagt. Ah, okay, das Minengerät brauche ich nicht. Dann packe ich das weg, weil das verbraucht nur noch mehr Energie, wenn man das dabei hat.
Und das da ist ein Hund. Da ist ein Hund. Ein Wachhund. Mit denen muss ich wirklich vorsichtig sein, weil die bellen und dann geht der Alarm los. Da ist er. Seht ihr? Ein Wachhund. Die kann man ablenken, indem man denen was zu essen hinwirft. Müsste ich mal gucken, ob ich was habe. Und ne, ich dachte schon, da wäre ein Soldat. Aber okay, ist es nicht. So, hier ist ein elektrischer Zaun. Das heißt, ich kann da nicht runter und so. Ich muss einen anderen Weg finden. Aber ich weiß ja schon, wie man drüber kommt. Und zwar, man klettert hier hoch und über den Ast runter. Ich muss nur ein bisschen aufpassen. Weil der Hund, wenn der bellt, dann war's das. Ich könnte... Aber wenn ich den abschieße und betäube, dann bellt der auch. Also es führt kein Weg drum rum, dass er zumindest bellen wird. Habe ich denn was ich dem vorwerfen kann? Ein Stück Krokodil. Ja, das könnte ich machen. Also erstmal checken, ob die Lage rein ist, ob da irgendwelche Leute rumlaufen. Ich habe ja auch ein Richtmikrofon. Kann ich hören? Da ist der Hund. Da hinten höre ich ein paar Schritte. Okay. Aber die Luft ist wohl rein. Das heißt, ich werde jetzt erstmal dem Fleisch hinwerfen. In der Hoffnung, dass er genug abgelenkt ist. Okay, da hat er gebellt. Leider. Aber da führt kein Weg drum rum. Und da kommt auch schon einer, der das gehört hat. Hurry, hurry, hurry. Scheiße. Okay. Okay, also wenn... Ich hätte jetzt gedacht, er hätte das gemerkt, dass ich auf ihn geschossen hätte. Das wäre nicht sehr gut gewesen. Aber wie gesagt, das Spiel ist manchmal sehr unforgiving. Da hinten steht schon mal einer. Jetzt stellt euch vor, ich hätte das ja alles machen müssen ohne das Infrarotsichtgerät. Also da merkt man schon. Wie gesagt, das ist ein Gamechanger. Das macht es sehr viel einfacher. Ja, manchmal sieht man die Leute auch einfach nicht. Da läuft einer. Ich habe gerade die Schritte gehört. Oder auch nicht, okay. Da ist eine Falle. Okay. Ich würde die aber gerne looten, weil ich brauche, wie gesagt, unbedingt ein paar mehr Items. Und das heißt, zum Beispiel Schalldämpfer sind extrem wichtig. Ups. Okay. Weil der hätte jetzt hier einen Alarm ausgelöst, wenn ich den nicht erwischt hätte. Das war ein bisschen riskant. Kann ich den... Ja, okay. Weil wenn ich die gegen den Zaun halte, dann sterben die und das möchte ich vermeiden. Ich weiß nicht, ob das als Kill zählt, deswegen.
Ah, Doppelgranate. So, bevor der mich sieht, erwische ich den noch. Upp. Was sonst? Ja, es ist deine Einbildung und nichts anderes. Was liegt da hinten? Da liegt was. Ich warte jetzt noch, bis der umfällt. Und dann gucke ich, was das ist. Okay. What's this? Und da komme ich nur dran, wenn ich hier... Hä? Was ist das denn bitte? Uniformsplitter. Her damit. Splitter ist eine gute Uniform für Häuser, also häusliche Umgebungen. Deswegen, das will ich mir auf jeden Fall noch holen. Aber ich sollte mich beeilen, bevor die aufwachen. Nein! Warum? Warum bist du runtergesprungen? Ich sag ja, die Steuerung ist nicht gut gealtert. Ich habe die ganze Zeit gegen die Wand gedrückt. Aber er hat sich entschieden... Ja, dann diesmal gucke ich die Wand an dabei, damit das nicht nochmal passiert. Damit ich auch genau in diese Richtung drücke. Okay. Na, jetzt aber schnell. War da noch einer? Ich hoffe nicht. Dann loote ich den noch schnell. Weil den habe ich noch nicht. Doppelgranate. Okay. Wie man in diesen Spielen immer sieht, dass ein Buchstabe eingefügt wurde für den deutschen Bereich, weil das Ü bei Düppel sieht ganz anders aus. So, ich glaube mal hier das müsste der einzige sein, der noch hier war. Dann werde ich mir den auch mal vorknöpfen zum Looten. Was ich eigentlich mal machen kann, anstatt den jetzt so zu looten, ist, ich weck ihn auf und mache es so, dass er sich ausschüttelt. Das war ein bisschen riskant, aber ich brauche die Items. No, wait. Munition. Schon mal ganz okay. Ja, komm. Tja, bleibst du wohl stehen? Schalldämpfer. Sehr gut. Desinfektions... Okay, war gut. Und sonst noch? Was ist das? Ein Buch. Damit kann man auch Feinde ablenken. Okay. Speak. There are lots of traps around here. Ja, das weiß ich ja schon. Okay. So, und weiter geht's. Okay. Ich denke, ich weiß schon, wo ich aufhöre. Wahrscheinlich am Ende also nachdem ich den ersten Bossfight gemacht habe, der kommt gleich. Aber erstmal gibt es hier dieses große Gebäude. Also was heißt kein Gebäude, das ist eher so ein Lager. Das mache ich dann noch. Also ich werde es looten, so gut ich kann, weil hier gibt es eine Menge Zeug, was man wahrscheinlich sehr gut gebrauchen kann. Hallo. Gute Nacht. Hush, Papi. Hm. Da ist einer. Da hinten ist noch einer. Gut. Ich sollte eigentlich nicht so im Freien stehen. Nein!
So, jetzt gucke ich erstmal mit dem Richtmikrofon, ob hier noch irgendwas ist. Okay, hören tue ich schon mal nichts. Aber dem sollte man nicht vertrauen. Sehen tue ich nichts, hören tue ich nichts. Okay. Ja, da ist einer. Wenn ich mich hier so um die Seite lehne, dann wird er mich wahrscheinlich nicht sehen. Wenn man das hier macht, ja, das geht. Alles klar. Da hinten ist noch einer, aber den kann ich erstmal in Ruhe lassen. Ich glaube, hier wäre es besser, wenn ich mir Splitter anziehe, die Uniform, die ich gerade gefunden habe, weil die einen bessere Tarnung gibt hier in der Umgebung. Tatsächlich nicht, okay, ich dachte schon. Wahrscheinlich, weil ich noch draußen bin. Im Gebäude wäre das anders. Aber das Gebäude ist auch nicht sehr groß, also werde ich es wahrscheinlich nicht brauchen. Ja. Munition, okay. Granate. Okay. Klopfen kann man machen, dann hören das die Feinde und kommen her. Dann könnte ich den... Ah, okay, war keiner. Alles klar. Dann hätte ich den nämlich erwischen können. Und du bist Munition. Und eine Mausefalle. Ich würde auf jeden Fall gerne noch in das Lager für... Die haben ja auch ein Lager für Essen und... Oh. Okay. Die haben ja auch ein Lager für Essen und für Waffen. Und ich würde gerne in beide rein einmal. Aber erst gehe ich aufs Dach, weil da war eine Leiter gerade. Ja, diese Steuerung ist manchmal nicht ganz so easy. Ich vermisse es wirklich, dass man nicht geduckt laufen kann. Das ist so ein Feature, das hätten die viel früher reinbringen sollen. Also jetzt brauche ich eine andere Tarnung. Das ist nicht gut hier oben. Regentropfen. Doch, Wüstentiger. Schon mal gut. Und Bemalung. Splitter. Uniform Wasser, okay. Das kann ich vielleicht später gebrauchen. Erstmal... Oh, no. Von hier aus sehe ich ja alle gut, also werde ich die erstmal von hier ausschalten. Der schläft noch, aber nicht mehr lang. Okay, jetzt schläft er wieder lang. Oh, das ist nicht gut. Nein. Nein. Okay. Carrymates, eine Mausefalle und einmal russische Ration. Sollte ich mal nehmen, weil der fängt schon an zu wackeln ich will mal sagen, am Apparat an der Waffe.
Also eine Baumpython. Her damit. Und eine Ration. Und wieder eine andere Tarnung, weil hier ist man ja eher im Waldgebiet, also. So, ich guck mal schnell. Gibt es hier irgendwas Wichtiges? Etwas Gutes? Nee, oder? Doch, da war wohl was. Ich hatte es irgendwie in Erinnerung, dass hier noch irgendwas zu holen ist. Aber der macht mir da Sorgen, also schieße ich den erstmal bewusstlos. Ich schieß dich bewusstlos. Okay. What's this? Bemalung Schnee. Okay, das kann später gut werden. Ah, da steht noch ein Hind. Helikopter. Soweit ich weiß, kann man sogar dazu noch Informationen kriegen. Good, you've reached the relay station, but stay alert. That station is an enemy strongpoint. The security is bound to be tight. But there's no other way to get to the Ja, ich weiß, ich muss hier durch, alles klar. Snake, you're number one. Bla bla. Evil is right. Das hätten sie jetzt ein bisschen besser machen können, dass man halt direkt über das redet, was man gerade anguckt, weil er müsste mir jetzt eigentlich was über den Helikopter sagen. Okay, noch ein Versuch. Snake, let's go over the No. Okay, ja, dann nevermind. Alles klar, Venus. Danke, dass du so lange dabei warst und man hört sich, nicht wahr? Mach's gut. Oh, ich glaube, ja, da hinten war noch einer, genau. Okay. Volle Nebelgranaten, mehr brauche ich nicht. AK ist auch voll. Ja. Hier ist das Waffenlager. Ja, geht auch ein bisschen... Hätte ein bisschen leiser gekonnt. Blindgranate, sehr gut. TNT, auch gut. Das bin ich voll, okay. Den kann ich noch looten. Nebelgranate. Und was ist das? Munition. Alles voll. Hier müsste das Medizinlager sein. Ja. Ah, Junge. So habe ich das früher gespielt, mit der Schrotflinte durch die Tür und alles niedergeballert, aber das ist irgendwie lame. Man kann es nämlich machen, aber das ist halt nicht so, wie man es spielen sollte. Granate voll. Schalldämpfer wären halt interessant, weil da kann man echt nie genug von haben. And what's this?
What is this? Man muss natürlich ganz nah dran. So. Was ist das? Noch immer nicht. Das ist wahrscheinlich Munition, aber ich nehme es mal. Ja. Okay. Dann denke ich mal, habe ich jetzt hier alles soweit. Falls ich was übersehen habe, I don't know. Bin ich mal in Richtung Klippe unterwegs. Oh. Und damit kommt der erste Bossfight. Und danach würde ich sagen, beende ich den Stream auch mal. Ich werde noch jemanden raiden. Aber ich werde den Bossfight natürlich noch machen. Habe ich ein gutes Stück geschafft, würde ich sagen. Gutes Stück von Metal Gear. Bin zufrieden soweit. Vor allem, ich wurde noch gar nicht gesehen. Also, das ist schon mal cool. Und ich habe keinen gekillt. Twice now you've made me taste bitter defeat. I hate to disappoint the Cobras, but you're mine now. Ja, aber das Flexen darf natürlich nicht fehlen. All of you, leave us. Geht weg, ich mach das alleine. It's just you and me. No one to get in our way. Ocelots are proud creatures. They prefer to hunt alone. Shots. This time I've got 12 shots. Was soll ich zeichnen? Ah. Ich darf natürlich keinen Schalldämpfer. Also ich sollte keinen Schalldämpfer benutzen, weil es ist sowieso laut. Hey! Hey! Nope. Nope. Ja, der ist nicht schlecht. Ich muss aufpassen. No. I've never felt a tension like this before. That's so different from simply changing a clip. Hey, nicht bewegen. Nicht bewegen. Danke. Hey! Junge, was dreht er sich um? Schieß! Junge, Hilfe! Schieß doch! Das meine ich eben. Die Steuerung ist nicht gut gealtert. Wo ist er denn? Ah, ich sehe ihn nicht. Schade. Nur eine giftige Schlange.
Da ist er. Nice shot. I love it. Ah, wer als erster zieht? Told you to stay out of this. Ah, und das war's, okay. Das soll auch kein sehr schwerer Kampf sein, das ist ja der erste Bossfight. Damn it. He found us. You were lucky. We'll meet again. Und das ist die einzige Möglichkeit, was du machen kannst. Ab in die Grube. Auch ein Wunder, dass er das überlebt hat. Um ehrlich zu sein. So, aber an dem Punkt werde ich das Spiel beenden. Dann habe ich einen guten Punkt, wo ich hier anfangen kann, in der dunklen Höhle im nächsten Stream. Ein Cliffhanger sozusagen. Ich werde zwar nochmal mit Major hier reden, einfach zum Abschluss. Aber geht nicht. Ich werde jetzt jemanden raiden. Snake! Major. Snake. Are you all right? You're not hurt? No. That was a hell of a drop, but I'm fine. Looks like there's no way back up, though. I see. Well, anyway, it's good to hear you're not injured. Slipping and falling may not have been part of the plan, but getting into that cave was. Proceed further into the cave. The cave seems to be structured like a maze, but there's an exit somewhere. Find a way out of the cave and head for the aqueduct. All right, but it might take me a while to get through this cave. Are you hurt? No, Is it the enemy? Did they set a trap for you? not that either. Then what is it? It's dark in here. Dark? Yeah, there's no light anywhere. I should have brought a flashlight with me. So what you're saying is that it's going to take you a while because you don't have a flashlight? Right. Right. Snake, if you don't have a flashlight, you should be looking for a substitute. Aber I tell you, American soldiers these days rely too much on ready-made equipment. Here we go again. What was that? Nothing. American soldiers rely too much on ready-made equipment. And not only that, they can't seem to grasp that one piece of equipment can have multiple functions. Back when I was in the SAS, we never had that problem. We were trained to use every piece of equipment. ja, alter Mann, alles gut. Wir reden darüber, wie viel besser die Zeit früher war. Finde ich im nächsten Stream raus, wie ich hier durch die Dunkelheit komme. Jetzt wird gespeichert. Saving the game, Snake? Ja, jetzt redet Paramedic noch über Filme, wenn ich speichere. Okay, das kann man sich ja noch anhören, warum nicht? Immer wenn man speichert, redet ihr über irgendeinen Film. Kann man sich. Ich weiß nicht, warum die das eingefügt haben, kurz nachdem man gespeichert hat, weil wer wird sich das schon anhören, wenn er irgendwie gerade aufhören möchte? Hey, Snake, you ever heard of Godzilla, King of Monsters? No, what is it? It's a movie. You haven't seen it? Nope. It's about this monster called Godzilla, who grows to an enormous size in a nuclear test and goes on a rampage in Tokyo. Nuclear test, huh?
Then the Marshall Islands must be crawling with giant monsters right about now. It's just make-believe. Maybe that's why my pants have been so tight lately. Snake, it's a movie, not a report out of Los Alamos. I know. So then what happened? Godzilla is immune to all weapons, and humanity has no way to stop the monster. Dr. Shirazawa develops a new type of weapon, but meanwhile, Godzilla is getting closer and closer to Tokyo, obliterating everything in its path. Eigentlich wie immer. It was originally... Aber hallo Yoshi. Das Spiel ärgert mich weiter mit von allen Seiten aufploppenden... Naja, jetzt habe ich geradet ohne... Jetzt habe ich geradet, ohne dass ich vorher beenden konnte. Aber für den YouTube-Stream, den man noch später sehen kann, werde ich mich jetzt noch ordentlich verabschieden. Anyway, danke an alle, die dabei waren, alle, die das geguckt haben. Ich streame das nächste Mal wieder wahrscheinlich Metal Gear Solid 3. War ziemlich cool. Aber was letztendlich wird, das werden wir dann sehen. In dem Sinne, Ocelot. OceJosh, ich sag Ocelot. Wahrscheinlich, weil ich Metal Gear gespielt habe. OceJosh, out.